Hallo meine Lieben und willkommen zurück in unserem Studio. Dieses Mal wieder mit zwei Autos, aber dieses Mal zwei Lastwagen oder kann man ihn auch als Lastwagen bezeichnen? Ein Autotransporter und ein Lastwagen, ein Lego-Transporter. Genau. Wow, die Lego City Welle Juni 2024 kommt Oh angerollt ja. mit ganz dicken Brummern. Wir haben hier zwei fabulöse Sets vor uns. Lego hat uns die zur Verfügung gestellt für ein Review. Vielen Dank an dieser Stelle. Es sind zwei große Lastwagen. Wir wollten sie euch zeigen. Beide 100 Euro Listenpreis. Oh ja. Hier haben wir bei der 60408 998 Teile, also ganz knapp unter 1000, der Autotransporter. Und beim Lego Sattelzug, meinen persönlichen Favoriten von den beiden, haben wir 1061 Teile, ebenfalls 100 Euro. Wir wollten euch die beiden Sets zeigen, weil wir sie echt cool finden. Und ich meine, schaut euch die mal an. Das sind Lastwagen, wie sie die Firma Lego, glaube ich, noch nie gemacht hat. Glaube ich, halber Meter lang. Wir haben hier Probleme auf unserem Präsentationstisch mit den beiden überhaupt zu rangieren. Sind auch mega schwer und haben total coole Features. Und nicht nur das. Also ich würde sagen, diese Figur will nicht stehen. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem, denn das Highlight bei diesem Set ist nicht nur, dass es ein echt cooler Lego-Transporter ist, sondern dass da richtig viele coole bedruckte Fliesen dabei sind. Wahnsinn! Also wie ich das Set zuerst gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, so viele Sticker, das wird ein Horror. Aber nein, es sind wahnsinnig viele bedruckte Teile. Einerseits hier diese Riesenpaneele, alles bedruckt. Und die sind auch richtig cool, also die gefallen mir einfach so gut. Auch hier hinten diese Fliese mit Lego drauf, auch diese hier ist bedruckt. Und innen drinnen, was wird da natürlich transportiert? Das wird da keine Milch oder sonst irgendwas transportiert, sondern natürlich Lego-Sets. Und die Lego-Sets sind auch alle bedruckt und in vielfacher Ausführung vorhanden. Ganz richtig, liebe Rita. Also nochmal zum Verständnis. 8x16er Fliese, 8x16er Fliese und hier 4x4. Hinten kann man natürlich auch aufmachen. Ich finde auch die Optik echt gelungen. Also ich weiß nicht, der hat so mehr oder weniger American Flatbed Style. Könnte ein Mack sein. Wir schauen uns dann gleich die Zugmaschine nochmal an. Der erinnert mich eher an einen europäischen Truck. Aber bei dem hier drinnen, wie Rita richtig sagt, sind einige 2x2 bedruckte Fliesen in Blau dabei, die so Lego-Sets repräsentieren. Die hatten wir schon ein paar Mal und wir hatten sie auch teilweise schon mal als Sticker, und hier sind einfach mal alle als Drucke gelöst. Also doppelt vorhanden. Schaut euch mal an, es sind alle hier sind immer 6 drauf, also das sind schon einige, die hier an bedruckte Fliesen drauf sind. Es ist auch eigentlich ein ganz solides Material hier, auf dem sie stehen. Diese Paletten sind sehr klassisch. Der Truck sieht innen so aus, also besser gesagt der Auflieger sieht innen so aus, also auch eigentlich relativ robust und ziemlich stabil. Auch von der Unterseite muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten ja schon in der Vergangenheit bei Lego solche Fahrzeuge, wo die Basis nur eine 1x2 Platte war und dann wurde halt ein bisschen rundherum gebaut, dass das ein wenig schöner aussieht. Hier wirklich sehr stabil, hier mit Verzierungen, hier auch die Achsen hier mit den Kotflügeln. Von hinten gefällt er mir eigentlich auch ganz gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich richtig Amerika-Vibes, wenn ich mir den ansehe, und auch auf dem Dach wurde hier einiges an Verzierungen realisiert, hier mit diesen neuen Slopes. Sieht einfach ganz cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin... Rita, du hast noch nicht mal alles an Cargo ausgeladen. Ich habe mir schon gedacht, da fehlt irgendwas. Rita hat vergessen, ganz vorne kann man ja natürlich auch aufmachen. Wir haben hier noch so weit gekommen. Kisten in diesem in Rot, die sind auch relativ selten. Das ist dieses, also nicht dieses Rot, dieses neue Bright Orange oder was das ist. Aber das ist auch das Cargo, das für mich weniger interessant ist, weil Werkzeug drinnen ist. Ist einfach Werkzeug. Und Werkzeug. Genau. Aber gehört auch dazu, finde ich. Ja, aber die Lego-Sets sind doch wichtiger. Übrigens auch noch eine bedruckte Fliese hinten, das finde ich eigentlich ganz cool, dass da quasi wie so ein wahrscheinlich Erste-Hilfe-Pack oder was das darstellen soll, und natürlich auch ein zum Feuerlöschen, ein Feuerlöscher hinten dran, finde ich eigentlich auch ganz nett. Und vorne eben die Fahrerkabine.
ist ganz, ganz nett gelöst. Es gab ja schon viele Lastwagen, wo man nicht mal die Türen öffnen konnte. Hier beide Türen, man kann auch das Dach abnehmen. Natürlich innen sehr solide eigentlich. Wir haben hier auch noch zusätzlich, das ist auch beim anderen dann sehr ähnlich gelöst, dieses neue Kupplungsteil eingebaut, was ich sehr praktisch finde. Das ist ein Teil, was uns gute Dienste leisten wird, denke ich. Und hier auch auf der Seite viele Verzierungen in Snotbautechnik in allen möglichen Konstellationen. Man kann auch übrigens die Motorhaube aufmachen, zwar nicht besonders weit, aber hier kann man auch in den Motor reinschauen und das sind so Gimmicks, die wir jetzt bei Lego Jahre vermisst haben. Wir kommen ja aus einer Zeit, wir hatten ja, was hatten wir in letzter Zeit? Stunts, dann hatten wir diese komischen Helikopter, die man so wegschießen konnte, die überhaupt nicht funktioniert haben. Sehr einfache und ja, fast schon fast zu einfache Lego City Sets in letzter Zeit einfach, da ist das wieder eine willkommene Abwechslung. Über den Preis reden wir dann gleich nochmal. Das ist aber noch nicht alles. Rita hält euch gerade einen Gabelstapler in die Kamera. Wir müssen das Ganze der ja hier auch dabei ist. Beladen und deswegen brauchen wir hier diesen Gabelstapler mit einem Gummiringel vorne drinnen, dass man eben dann auch hier rauf und runter fahren kann und ich halte euch gleich noch die Figur in die Kamera. Was auch noch dabei ist, ist noch ein Hotdog-Stand. Rita, red euch weiter. Ein Hotdog-Stand. Was hast du denn schon angestellt? Nix. Ein Hotdog-Stand. Hier ist eine Werbetafel dabei. Das ist jetzt ein Sticker. Also das ist keine bedruckte Fliese, das heißt vorne und hinten. Und dann haben wir eben auch noch den Hotdog-Stand dabei. Was ich ganz cool finde, und ich weiß nicht, das ist mir neu, ist, dass die Hotdogs jetzt mit so einem braunen Würstchen gemacht werden. Wurden die nicht immer das mit war einem doch früher immer Würstchen? rot, oder? Genau. Ja. Und jetzt ist es so ein braunes Würstchen. Finde ich, sieht aber einfach auch echter aus. Und vielleicht etwas appetitlicher. Currypulver drauf. Ich frage mich zwar, was Und dieser eine Hotdog-Stand hier zu tun hat. Von Also Vita Rush ist ja ganz klar. der hätte es, finde ich nicht unbedingt gebraucht. Oder den hätte es nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte da lieber noch 1, 2 Container mehr gehabt. Der Truckfahrer, der da halt so, wie sagt man, so hungrig ist. Also du meinst, er muss da auf eine Pause gehen, ja, das ist natürlich wahr. Rita bereitet gerade die 4 Figuren vor, die da dabei sind. Also ich hier die 4 Figuren. Was ich ganz cool finde. Ja, wir werden es dann auch beim anderen Truck gleich ansprechen. Die beiden kosten 100 € Listenpreis. Der kommt ziemlich sicher in den freien Handel. Bei dem bin ich mir nicht ganz sicher. Es hatte nämlich schon mal einen Lego, mehr oder weniger Lego-Set-Transporter gegeben, der damals, glaube ich, exklusiv bei Toys R Us zu haben war. Wir haben zum Zeitpunkt des Videodrehs jetzt noch keine Infos, ob dieser Truck hier in den freien Handel kommen wird. Wir hoffen es auf jeden Fall, oder wenn nicht, dann auf jeden Fall zu Premium-Partnern, dass ihr den auf jeden Fall auch ein bisschen günstiger bekommt, also für 1061 Teile. Ich meine, über den Preis kann man natürlich immer streiten, aber wenn der vielleicht noch ein bisschen günstiger wird, dann sind wir da auf jeden Fall auf einem grünen Zweig unterwegs. Wir haben hier 4 Figuren dabei, eben einerseits den Truckfahrer, dann haben wir 2 Mitarbeiter, wobei der einer eben den Gabelstapler fährt und dann haben wir noch diese Dame hier, die vielleicht irgendwas managt. Keine Ahnung. Genau, die hat ein Handy mit dabei. Und wir haben hier auch ein Wendegesicht. Genau, eins haben wir dabei. Bei der Managerin oder was auch immer. Genau. Ist das die Hotdog-Managerin oder wer soll das sein? Wahrscheinlich. Wir rollen mal mit dem zweiten Koloss an hier. Es ist der Autotransporter. Schaut euch mal den an. Wir hatten ja auch mal einen Autotransporter. Ich blende euch ein Bild ein. Da hatten wir oben und unten, oder glaube ich nur oben, Leitern als Auffahrt. Jetzt wieder voll verbaut. Der hat auch 1000 Teile und es sind 3 Autos dabei, die ich sag mal, Speed Champions Charakter aus den 2010er Jahren haben. Also wir haben hier einen Hot Rod, der hier mit so Flammen, gelb und schwarze Optik, finde ich eigentlich ganz cool gelöst. Also es ist jetzt nichts ganz Besonderes. Die neuen Autos haben auch immer diese Bautechnik, wo man hier so diese vorne und hinten diese Teile auch aus der Tuning-Garage kennt ihr das, wo man das so abnehmen kann. Mir gefällt hier das nicht so ganz, wie das mit den Hinterrädern gelöst wurde. Ich meine, ein Hot Rod hat hinten oft kleinere Räder, aber die sind schon sehr minimalistisch. Aber die Idee ist ja eben, dass man quasi Mix und Match die Autos dann anders zusammenstellen kann. Ja, das ist wahr. Ja. Dann haben wir hier so einen 1970er Jahre Muscle Car oder Pony Car. Der gefällt mir eigentlich ganz gut, hat so ein bisschen, weiß nicht, was das sein soll.
Ford Mustang vielleicht eher weniger, aber ist so in die Richtung gebaut. In Violett finde ich eigentlich von der Farbe her ganz cool. Hier mit der aufgestellten Motorhaube, mit diesem Emblem vorne drauf. Also auch der ist sehr solide und von hinten gefällt er mir ganz gut. Und dann als drittes, dir den letzten aus. Wenn Rita mal tut, was ich hier gesagt habe, packt sie den dritten aus. Das ist übrigens mein Lieblingsauto. Ich bin normal eher auf ältere Autos gepolt. Na, schau dir das an. Aber bei diesem Set hier gefällt mir der von der Optik her der neueste am besten. Das ist so ein super Sportwagen, keine Ahnung, was das sein soll. Toyota Supra oder so, keine Ahnung. Christoph sich selbst untreu. Der zwar ein wenig niedrig ist und hier mit dieser großen Scheibe ein wenig, ja, vielleicht auch nach Elektroauto aussieht, aber auch der ist eigentlich ganz cool und gefällt mir auch von hinten sehr gut, hier mit diesem neuen, Scheinwerferteil oder besser gesagt Heckleuchtenteil in Rot, diese 1x2 gekurfte Fliese. Wo haben wir jetzt aufgehört? Mit der 1x2 gekurften Fliese. Also hier hinten diese 1x2 gekurfte Fliese in Transparent Red, die gefällt mir auch sehr gut. Also eigentlich ein ganz gelungenes Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Hauptakteur dieses Sets sind laut Ritas Meinung natürlich wieder die Figuren. Ich finde der Lastwagen, aber den schauen wir uns dann gleich noch an. Während Christoph den Akku gewechselt hat, habe ich hier die Figuren herausgesnackt und das sind folgende hier. Ich finde, die sind richtig gelungen, auch wieder coole Oberteile und auch ein Wendegesicht. Übrigens, es ist auch die Kappe hier von dem Zeitungsjungen dabei. Er hat auch noch extra Haare mit dabei, also falls ihr nicht so die Kappentypen seid, dann könnt ihr ihm auch Haare aufsetzen, aber ich finde eigentlich diese Kappe immer recht cool. Genau, so sieht er dann mit seinen Haaren aus. Das muss ich übrigens überhaupt sagen, dass sehr viele Figuren auch von den Baustellensets und so weiter jetzt noch Haare dazu bekommen haben. Ist ein nettes Gimmick. Finde ich ganz cool, hätten sie eigentlich schon viel früher machen müssen. Jetzt kommen wir hier zum Lastwagen, also besser gesagt zuerst zur Zugmaschine, die mir hier von der Frontansicht besser gefällt als der gelbe Lastwagen. Hat so ein bisschen Scania-Vibes, total viele, wenn ihr schaut, Snotbautechniken und so ein bisschen verschachtelt hier, auch mit diesem Rammschutz und so weiter. Ist auch auf der Seite ganz schön gelöst hier, das ist alles Snotbautechnik. Natürlich Cockpit, wie man es kennt, eher spärlich und sparsam. Wir haben aber auch hier auf der Rückseite hier Feuerlöscher, Erste Hilfe. Ich glaube zwar nicht, dass ein Lastwagenfahrer den hier unter freiem Himmel hat, aber auch hier natürlich dieses 1x2 Transparent Rot gekurfte Heckleuchtenteil und auch die Kupplung hier, die wirklich einwandfrei funktioniert. Hier auf der Seite auch ein bisschen Stauraum. Hier kann man zwar nichts aufmachen, aber von der Basis her, schaut euch mal das an, das ist schon um einiges besser als was wir bei Lego jetzt die letzten Jahre hatten. Und auch der Anhänger, muss ich sagen, ist ein Riesenteil. Auch der wird bei uns in Wild City Probleme haben, um die Kurve zu kommen. Er ist sehr stabil gebaut, erstens mal, hat auch sehr viele Technikteile, auch von unten, wenn ihr schaut, es sind sehr große Platten verbaut. Ich finde auch die Farbe eigentlich ganz passend. Zuerst hat die mir nicht so gut gefallen mit diesem Blau, aber sieht auf jeden Fall ganz anständig aus und ihr habt hier Platz. Oben, glaube ich, passen insgesamt 3 Autos rauf und unten auch 3 Autos, oder? Wenn man hier, unten 2, wenn man hier vielleicht ein Go-Kart oder so weiter noch hier nach vorne. Also es könnten auf jeden Fall sogar noch mehr Autos hier Platz nehmen. Aber es ist einfach gebaut, aber wirklich sehr effektiv, weil dadurch, dass man eben diese schiefen Teile hier drinnen hat, halten die Autos recht gut. Also natürlich ist ein bisschen ein Spielraum quasi, aber... Testen wir mal. Also von dieser Länge hier passen auf jeden Fall nur 2 Autos hin. Ja. Da war 3 zuerst ein Blödsinn, was ich gesagt habe. Sorry dafür. Christoph ist ein Go-Kart. Und unten... Doch ein Rad könntest du noch hier hinten hin. 1,5, ja. Also diese Autos sind natürlich sehr lang. Da muss ich schon sagen, zeigen wir vielleicht zuerst noch her, wie der Mechanismus funktioniert, dass wir den nach unten bekommen. Ja, also aber da wäre ich nicht happy. So fahren teilweise die Lastwagen auf den Autobahnen herum. Teilweise auch so, kommt mir vor. Habe ich letztens gesehen. Es funktioniert eigentlich ganz leicht, dass man den nach unten stellt und zwar einmal so. Und das ist auch eine coole Technik, wenn ihr da mal schaut. Es ist unten hier dieser Schieber, der hier so einklippt mit den Pins hier. Und den kann man hier oben nach oben stellen und dann rastet er auf der Hinterseite ein. Das heißt, das ist jetzt stabil und fährt nicht hinunter. Und wenn man den nach vorne, nach unten lässt, dann rastet er hier ein. Es ist natürlich nicht ganz realistisch. Also die Autos brauchen schon, ihr seht es nicht, ein bisschen mehr Bodenfreiheit eigentlich, um hier raufzukommen. Aber natürlich, das ist ein Spielset und es funktioniert einwandfrei. Und dann kann man hier das wieder nach oben tun. Und ich muss sagen, es ist echt ein schönes Set. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir sowas bekommen von Lego City. Es ist natürlich die Frage, was ist mit den 100 Euro? Ich glaube, dass wenn das Set mal in den freien Handel kommt, dass das auf jeden Fall so in Richtung 70 geht. Vielleicht ist auch mal eine 6 vorne.
dann können wir das Set auf jeden Fall empfehlen. Ich persönlich, und da fragen wir dann Rita gleich nach ihrer Meinung, oder fragen wir sie gleich nach ihrer Meinung zu diesem Set hier, und dann schauen wir uns noch beide kurz im Detail nochmal an. Ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin, nämlich von dem her, dass coole Figuren dabei sind. Ich meine, das ist allemal das Wichtigste. Und weil einfach 3 verschiedene Autos noch dabei sind. Also ich denke da wirklich auch an Tim schon, weil ich mir denke, hey, der hat die Mega-Freude, es sind 3 Autos dabei, es ist dieser Riesentransporter dabei. Also ich glaube, also als Kind ist das schon echt eine Mega-Sache, und für uns passen die, ja gut, in Wild City jetzt vielleicht, ja. Weil die Autos okay, sind ja sogar noch okay. Es gibt ja die 9 Speed Champions, die 8 Noppen breit sind. Die noch breiter sind. Die sind ja nur 6 oder mit den Kotflügeln 6,5 Noppen. Ja. Was ich mir gedacht habe, und das ist natürlich jetzt eine Binsenweisheit, wenn sie weniger Autos reingetan hätten, dann hätten sich die Leute aufgeregt, warum bei so einem großen Lastwagen nur ein Auto dabei ist. Ich zum Beispiel hätte es auch eine gute Idee gefunden, wenn der Lastwagen nur mit einem oder von mir aus 2 Autos gekommen wäre, und dann hätte man sich solche Autos noch separat dazu kaufen können. Ich finde nämlich diese Autos, das ist das, was bei Lego City oder bei fast allen Serien fehlt, ist, es gibt immer weniger Sets, so im Bereich 10 Euro, 15 Euro, und immer mehr große Sets. Also diese Geschichte, dass, weiß nicht, die Oma mal kurz ein Mitbringsel für den Enkelsohn hat und so weiter, das wird jetzt immer weniger. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist zu viel. Oder auch, wenn ich an mein Taschengeld damals in meiner Kindheit und Jugendzeit denke, also da wäre das nicht drin gewesen, das wäre vielleicht ein Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk gewesen, aber jetzt kein Set, welches ich mir jetzt da mal so schnell bei irgendeinem Supermarkt oder Lebensmittel- oder auch Spielzeuggeschäft kaufen hätte können. Da hätte ich die Autos eigentlich lieber einzeln gehabt, vielleicht für einen Zehner mit einer Figur dabei, das wäre meiner Meinung nach besser gewesen. Die 2 Lastwagen gefallen mir auf jeden Fall sehr gut, sie sind sehr solide. Welcher gefällt dir besser, Rita? Schwierig zu sagen, aber ich glaube trotzdem der Lego. Weil einfach die bedruckten Fliesen, die sind halt auch schon richtig gut. Aber die Figuren gefallen mir hier besser, muss ich sagen. Also die Figuren sind definitiv die cooleren. Schreibt uns gerne eure Meinung zu diesen beiden Sets in die Kommentare. Und auch wenn ihr wisst, ob dieses Set in den freien Handel kommt, damit wir da ein bisschen den Preis für euch beobachten können. Wenn ihr eine Lego-Stadt habt oder Kinder habt, die so in dem Alter sind, Fahrzeuge und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall was für euch ist. Und ansonsten seht ihr die Sets dann demnächst mal bei uns in der Stadt. Wir testen mal, ob sie bei den neuen Straßenplatten um die Kurve kommen. Ich glaube aber eher weniger. Ich glaube auch nicht. Und die anderen Autos, die Kleinen, werden sich fürchten. Aber mal schauen. In dem Sinne, macht's es gut, und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Vielleicht wieder mit Autos. Wer weiß. Tschüss. Tschüss.